Hallo liebe Zuschauer. Ja, ihr habt gerade das Schild gesehen, Jungle Club. Es waren ja welche dabei, die wollten mal, dass ich noch mal zum Jungle Club fahre. Ich hoffe, dass es heute nicht so voll ist. Diejenigen, die das ja kennen, die wissen ja, was das für eine Steigung jetzt gleich hier ist. Und wenn man da eine 125 hat mit 2 Mann, da hat man keine Chance, hier hochzukommen. Aber ich hoffe, mit meiner 300er Forza wird das klappen. Oh ja. Die meisten kleineren Geräte, die verhungern hier im Berg, weil es sich so lange hochzieht. Ja, okay, sagt mal nichts, wir sind ohne Helm unterwegs, ja. Aber das bestimmen wir hier selber, was wir tun. So. So, da bin ich mal gespannt, ob wir heute reinkommen. Bei dem schweren Motorrad ist es natürlich immer wichtig, dass man also am besten bergauf irgendwo parkt, damit man auch wieder rauskommt. Wenn man vorwärts irgendwo eine Böschung runterfährt, hat man keine Chance mehr, dieses schwere Teil dann auch wieder hochzuschieben. Also wie wir gerade mitbekommen haben, sorry, ist der Jungle Club geöffnet. Und da können wir mitgehen. Sabadi Cap. Ja, ich hatte ja irgendwo in einem Film gesagt, hier wären so viele Chinesen gewesen das letzte Mal. Das war ja komplett falsch. Das waren Thais. Die Thais, die haben ja jetzt subventionierten Urlaub. Und da sind die natürlich hier überall unterwegs und das waren letztes Mal hier alles Thais. Warte. So, dann bleiben wir mal hier stehen. Für diejenigen, die den Jungle Club nicht kennen, könnt ihr euch mal ansehen. Es ist eine wunderbare Anlage. Ich wollte mal hier ein Bungalow mieten, aber die waren zur damaligen Zeit, das war jetzt vor etwa 2 Jahren, alle ohne Klimaanlage. Die haben anscheinend nicht genügend Strom hier hochgelegt. So, da unten ist alles frei. Das sieht ja schon mal gut aus für uns. Sabadi Cap. So, und für diese Aussicht ist hier der Jungle Club bekannt. Yeah, but I can go with the camera. Huh? Also wir haben gerade schon gehört, hier die Plätze, die sind alle reserviert. Dann gebe ich euch jetzt mal die Zeit, in aller Ruhe diese Aussicht zu genießen. Und da hinten ist Chaweng. So, und jetzt suche ich mal meinen Schatzi. Die hat da oben schon einen Platz gefunden. Oh, Cap und Cap. Haben also gerade Mückenspray bekommen, das heißt also schon was. Erstens guter Service und zweitens wissen wir, heute Abend kommen auch noch Mücken. Und ja, have a look for red wine or white wine.
Da habe ich so eine Erinnerung. Das letzte Mal, wo ich hier ein Glas Rotwein getrunken habe, da hat der glatt der Kellner über meinen weißen Anzug das Glas ausgekippt. Er ist gestolpert und ich war komplett mit Rotwein voll. Ja, wir haben also heute gar nichts Besonderes zu feiern. Ich finde das nur immer sehr schön, dass ihr Anteilnahme nimmt an unserem Leben. Und ja, wir wollen euch mitnehmen hier auf diese wunderbare Urlaubsinsel, mit uns das zu genießen, ja, weil ihr ja nicht wegkommt. Also was wir hier nicht haben, ist natürlich ein Sonnenuntergang. Da muss man also mehr Richtung Nathon gehen oder Bang Rak. Da hat man auch die Möglichkeit, also Big Buddha, die Ecke. Aber ich habe mir gedacht, mal was anderes. Wir waren gestern in Nathon gewesen, haben da einen Sonnenuntergang beobachten können, der leider in den Wolken verschwunden ist. So, wir möchten jetzt den schönen Abend genießen und ich hoffe, euch geht's gut in Deutschland und bleibt gesund. Tschüss!